Amen. Amen. So this is our first Q&A. Also das ist unsere erste Fragen- und Antwortstunde. We have another one, I believe, tomorrow. Und ich glaube, wir werden morgen noch eine weitere haben. So if the questions are not completely answered today, Also wenn die Fragen heute nicht vollständig beantwortet wurden, I'll complete the thought tomorrow. dann werde ich morgen den Gedanken zu Ende bringen. Because I just want to take just half and then pass to Elder Parminder. Denn ich werde nur die Hälfte der Zeit nehmen und dann wird Ältester Parminder weitermachen. We don't have very many questions. Wir haben nicht viele Fragen. So please, between now and tomorrow, if you have other questions, send them in. Also wenn ihr noch mehr Fragen habt zwischen heute Abend und morgen, bitte tut sie einfach einhändigen. If you can just write them down for us. Und wenn ihr sie einfach für uns niederschreiben könnt. So I'd rather work on this first question more slowly. Diese erste Frage möchte ich lieber langsam behandeln. The question asked Und die Frage, die gefragt wurde, is written as a statement, but it's a question. wurde als eine Aussage geschrieben, aber es ist eine Frage. The resurrection of the papacy takes place at Raphia. Tut die Wiederauferstehung des Papsttums an Raphia stattfinden? So we know that Raphia is 2019, Wir wissen, dass Raphia 2019 ist and the person is asking und die Person fragt hier in the form of a statement, in der Form einer Aussage, is this when the resurrection of the papacy takes place? ist das, wo diese Wiederaufstehung des Papsttums stattfindet? And the second question Und die zweite Frage is, was that resurrection not seen or hidden? wurde diese Wiederauferstehung nicht gesehen, war sie verborgen? So from the way it's written, Und von der Art und Weise, wie es geschrieben wurde, it reads as if the person believes the resurrection was at Raphia, da liest man es so, dass die Person es glaubt, dass diese Wiederherstellung und diese Aufkommen an Raphia stattgefunden hat. but they're confused because they didn't see anything Aber sie sind verwirrt, weil sie nichts sehen. that the papacy did that made it look like it resurrected. Dass das Papsttum irgendwas getan hat, damit man sehen konnte, dass es eigentlich wieder aufgekommen ist. So I just rather go back Also dann gehe ich jetzt lieber nochmal zurück and try and show why I think this person would place the resurrection at Raphia. um zu zeigen, warum diese Person wahrscheinlich dieses Wiederaufkommen an Raphia platzieren würde. Why this question is developed Warum diese Frage sich entwickelt hatte, before we answer it. bevor wir es beantworten. So if we were to show the development of the message, Wenn wir die Entwicklung der Botschaft aufzeigen, the boardwork has been erased, die Tafel wurde gewischt, but you would remember how we did our dispensation, aber ihr erinnert euch daran, wie wir über unsere Dispensation gesprochen haben, how the message started with the world wars wie die Botschaft mit den Weltkriegen anfing and developed into equality. und in Gleichberechtigung entwickelte. But we actually needed something to actually bring us to the world wars to begin with. Aber um überhaupt damit anzufangen, musste uns etwas zu den Weltkriegen bringen. And that catalyst was Acts 27. Und dieser Katalysator war Apostelgeschichte 27. So we had Acts 27. Also wir haben Apostelgeschichte 27. Acts 27 showed us the line of a ship, Und Apostelgeschichte 27 hat uns diese Linie des Schiffes gezeigt. and a portion of this line Und ein Teil dieser Linie was the dispensation of Panium war die Dispensation von Panium to the Sunday law, bis zum Sonntagsgesetz, which was shipwreck. welches Schiffbruch dann gewesen ist. And in this story of Panium to Sunday law, Und in dieser Geschichte von Panium bis zum Sonntagsgesetz, there's the number 273. da gibt es die Zahl 273. And you know that between Panium and Sunday law, Und da gibt es die Zeit zwischen Panium und Sonntagsgesetz. it's the harvest of the Levites. Da ist die Ernte der Leviten. So we can see 273 Also wir können hier die Zahl 273 sehen. has a connection to this harvest period. Und es hat eine Verbindung mit dieser Erntezeit. And then you could go to Numbers chapter 3, Und dann könnte man zum 4. Mose Kapitel 3 gehen.
and see that 273 Und dort sieht man, dass 273 here also links to the Levites. sich auch auf die Leviten bezieht. So between Acts 27 Also zwischen Apostelgeschichte und 27 and Numbers 3, und 4. Buch Mose Kapitel 3 you have two witnesses hat man zwei Zeugen, that the 273 dass die Zahl 273 relates to the harvest of the Levites. sich auf die Ernte der Leviten bezieht. So this was the catalyst Also dies war der Katalysator, that took us to 273 BC. die uns zu dem Jahr 273 vor Christus gebracht hat. Now I'm repeating board work. Do you have Ich- my phone? Ich tue hier einfach nur, was schon mal an die Tafel geschrieben wurde, wiederholen. That was done Welches in Uganda. in Uganda schon getan wurde. So I'll see if I have the board work for that. Und ich schaue nochmal, ob ich hier nochmal das Bild dieser Tafel nochmal finde. It appears not. Es scheint, als hätte ich es nicht mehr. So I'll just try and do it from memory. Also mache ich es vielleicht einfach aus dem Kopf heraus. Versuche ich es zumindest. We have two witnesses Wir haben zwei Zeugen, that shows 273 relates to the harvest of the Levites. die uns zeigen, dass 273 sich auf die Arbeit der Leviten bezieht. Acts 27 and Numbers 3. Apostelgeschichte 27 und 3. Kapitel von Mose 4. So these two witnesses, Also da gibt es diese zwei Zeugen. they then brought us Diese bringen uns wiederum to the Pyrrhic War. zu den Pyrrhischen Kriegen. We saw the Pyrrhic War Und wir haben gesehen, dass diese Pyrrhischen Kriege is a war between the king of the north and the king of the south. ein Krieg zwischen dem König des Nordens und des Südens ist. You have 273 BC, Und man hat 273 vor Christus. and this is a waymark Und dies ist eine Wegmarke in a whole history. in einer ganzen Geschichte. And there's two waymarks on either side Und da gibt es zwei Wegmarken auf beiden Seiten. that Also relate to Panium and Sunday law. je auf einer Seite eine Wegmarke, die Panium und das Sonntagsgesetz sind. Beneventum, Argos in that story. Und in dieser Geschichte ist das Beneventum und Argos. So we had two witnesses Also da gibt es zwei Zeugen for 273 being this dispensation. für die Zahl 273 in dieser Dispensation stattfindet. Then this took us to 273 BC, Dies brachte uns zu 273 vor Christus, which isn't just one waymark, welches nicht einfach nur eine Wegmarke ist, it's a whole line. es ist eine ganze Linie. And 273 BC Und 273 vor Christus is a waymark in a long history, a war, ist eine Wegmarke in einem langen Krieg, which was the establishment of ancient Rome. welches die Etablierung von dem alten Rom war. It's how ancient Rome was established. Es war, wie das alte Rom etabliert wurde. It's here in this war that Rome becomes a global power. Und es ist in diesem Krieg, dass Rom diese globale Macht wird. The beginning of the war, Und am Anfang dieses Krieges, few people know or care about Rome. da tun sich nicht viele Leute um Rom kümmern. By the end, Rome has gained global notoriety and attention. Und am Ende hat Rom nun diese globale Aufsicht oder bekommen. So this number takes us directly into a whole line. Aufsehen, danke. Repeat that again, sorry. This waymark takes us to a whole line. Also diese Wegmarke bringt uns durch die ganze Linie hindurch. The same waymarks, Panium to Sunday law, as Acts 27. Diese gleichen Wegmarken, Panium bis zum Sonntagsgesetz wie in Apostelgeschichte 27. This is the Pyrrhic War. Und das sind die Pyrrhischen Kriege. But it also has an alpha history. Aber dies hat auch eine Alpha-Geschichte. So I want to put the Pyrrhic War to one side, Also ich möchte jetzt die Pyrrhischen Kriege zur Seite legen. and this is what it developed into. Und das ist, wo es sich hin entwickelt hatte. It gave us another witness. Es gab uns einen weiteren Zeugen. This is the fourth Diadochi War. Das ist der 4. Diadochenkrieg. So we had two wars. Also wir haben zwei Kriege, Two witnesses zwei Zeugen, took us to this war, die uns zu diesem Krieg hier gebracht haben. but now this is the Alpha and Omega Aber das ist hier der Alpha und der Omega of Pyrrhus. von Pyrrhus. And this gave us two witnesses Und dies gab uns zwei Zeugen for World War II.
für den Zweiten Weltkrieg. So the Fourth Diadochi War So der vierte Diadochenkrieg overlays with World War II. ist parallel mit dem Zweiten Weltkrieg. Once we understood that, Nachdem wir das verstanden haben, we brought that into our reform line haben wir das in unsere Reformlinie gelegt and made an application. und haben eine Anwendung getätigt. So you have two witnesses Also man hat 2 Zeugen for World War II. für den Zweiten Weltkrieg. And World War II Und der Zweite Weltkrieg taught us of World War III. hat uns über den Dritten Weltkrieg berichtet. And this was as far as we had gotten in October 2018. Und das ist so weit, wie wir gekommen waren im Oktober oder bis zum Oktober 2018. But there was still an element missing. Aber da war noch immer ein Element, das gefehlt hat. And that element was finally put in place Und dieses Element wurde schließlich angebracht in Germany last August. im August von Deutschland. And letzten that Jahres. was the Third Diadochi War, Und das war der dritte Diadochenkrieg, connecting with World War I. Verbunden mit dem Ersten Weltkrieg. And that fitted into our reform line. Und das hat sich dann auch in unsere Reformlinie eingefügt. So the Third Diadochi War Also der dritte Diadochenkrieg and World War I und der Erste Weltkrieg became two witnesses werden 2 Zeugen, to explain more of World War III. um den Dritten Weltkrieg noch besser zu erklären. So we understand the principle Also wir verstehen das Prinzip, that if you have two witnesses, every word can be established. dass wenn man 2 Zeugen hat, eine Sache etabliert werden And kann. I'm not wanting to confuse people Ich möchte Leute jetzt nicht hier verwirren with these histories, mit diesen Geschichten, but to demonstrate how solid each step was. aber wir möchten hier aufzeigen, wie sicher und fest jeder Schritt war. We had two witnesses Wir hatten 2 Zeugen for 273 BC, für 273 vor Christus, the harvest of the Levites. die Ernte der Leviten, Both of these independently stand, und beide stehen in sich selber unabhängig. but you have a first witness and you're given a second. Aber man hat einen ersten Zeugen und man gibt dann einen zweiten Zeugen. But then we're given two witnesses, Aber dann werden uns 2 Zeugen gegeben, the Alpha and Omega history of Pyrrhus, die Alpha- und die Omega-Geschichte von Pyrrhus, to take us to World War II. die uns dann zum Zweiten Weltkrieg bringt. Once we'd understood World War II, Und wenn wir dann den Zweiten Weltkrieg haben, we're given two witnesses dann werden uns 2 Zeugen gegeben for this history für diese Geschichte, to complete World War III. um den Dritten Weltkrieg zu vervollständigen. We couldn't just take World War I on its own. Wir konnten nicht einfach nur den Ersten Weltkrieg in sich selber nur nehmen. We couldn't just go to World War I Wir konnten nicht einfach nur zum Ersten Weltkrieg gehen and say that fits and put it in. und sagen, das passt und wir tun es hier reinlegen. To make it strong, Um es jetzt festzumachen, we're given these multiple witnesses. sind uns diese mehreren Zeugen gegeben worden. So we talk about the triple application. Also reden wir über diese dreifache Anwendung. World War I plus World War II equals World War III. Der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg ist gleich der Dritte Weltkrieg. And people get confused by the many histories. Und Leute werden verwirrt durch diese vielen Geschichten, Because we actually have 5 wars. denn wir haben hier eigentlich 5 Kriege. 5 completely different wars. 4 komplett unterschiedliche Kriege. And World War III, Und der Dritte Weltkrieg, ignoring our other stories, ignorieren wir jetzt mal die anderen Geschichten, people have studied other wars. da haben Leute andere Kriege studiert. For example, Raphia and Panium, they're not part of this story. Zum Beispiel Raphia und Panium, das ist jetzt nicht Teil dieser Geschichte. Those battles of Daniel 11. Diese Schlachten von Daniel 11. But for this application, this story, Aber für diese Anwendung, für diese Geschichte, the triple application of the world wars, die dreifache Anwendung der Weltkriege, we built World War III from 5 wars. da haben wir den Dritten Weltkrieg durch 5 Kriege erbaut. And once you do that, Und wenn man das tut, it builds a comprehensive picture da tut es ein sehr verständliches Bild aufbauen, that covers the relationship between first the Soviet Union and then the United States. die erst dieses Bild oder diese Verbindung von der Sowjetunion aufzeigt und dann von den Vereinigten Staaten. From 1989 to the Sunday Law. Von 1989 bis zum Sonntagsgesetz. We could say Wir könnten auch sagen, to Panium,
Panium, if we were to be more precise, wenn wir noch deutlicher sein wollen. because we see after World War II, Wir sehen nämlich, dass nach dem Zweiten there's a Weltkrieg, Cold War. dass es da einen Kalten Krieg gibt. After the Fourth Diadochi War, Und nach dem Vierten Diadochenkrieg, there's a Cold War. da gibt es einen Kalten Krieg. And over here after Panium, Und hier nach Panium, we're given more information. da wird uns mehr Information gegeben. This is where we spoke of yesterday Und das ist, wo wir gestern drüber gesprochen haben. about how the king of the south is defeated at Panium. It's the deadly wound. Da ist, wie der König des Südens besiegt wird. Das ist diese tödliche Wunde. And then it's killed at the Sunday law. Und dann wird es am Sonntagsgesetz getötet So does everyone understand this, just how this developed? oder stirbt. Versteht jeder, wie sich das hier entwickelt hat? This is why it looks like there's a lot of history. Und das ist, warum es da so scheint, dass es da so viel Geschichte gibt. We say World War I plus World War II equals World War III. Wir sagen, Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg ist gleich Dritter Weltkrieg. But there were steps. Aber da gab es Schritte. First, Acts 27 and Numbers. Als erstes Apostelgeschichte 27 und dann das 4. Buch Mose. But then we had 2 witnesses. Und dann hatten wir aber 2 Zeugen. And then we were given another 2 Und witnesses. dann wurden uns noch 2 weitere Zeuge gegeben. Does that make sense? Macht das Sinn? So each one of these wars Also jeder dieser einzelnen Kriege adds a different layer. tut eine unterschiedliche Ebene They add other information. und andere Informationen hinzufügen. So they all can bring their own elements to that story. Jedes einzelne bringt ihr eigenes Element zu der Geschichte. The one that's relevant to us Diejenige, die für uns relevant ist, is this third Diadochi War. ist dieser 3. Diadochenkrieg. It's the third Diadochi War Es ist dieser 3. Diadochenkrieg, that speaks about the papacy. der über das Papsttum spricht. Because the subject of the king of the north and the king of the south, Denn das Thema über das König des Nordens und König des Südens, that's the theme of World War III. das ist das Thema des 3. Weltkriegs. Doesn't have to include the papacy. Es muss das Papsttum nicht einbeziehen. That's a different story. Das ist eine andere Geschichte. But the third Diadochi War Aber der 3. Diadochenkrieg talks about the relationship between the papacy and the United States. spricht über die Verbindung des Papsttums und den Vereinigten Staaten. It talks about that story all the way from 1989. Es spricht über diese Geschichte von 1989 an. It'll show that in 1989, Und es zeigt auf, dass in the 1989 king of the north, der König des Nordens, Antigonus, Antigonus, he's going to defeat his enemy, wird seinen Feind hier besiegen, Eumenes, nämlich Eumenes. with 2 allies. Und es sind hier 2 Verbündete. One of those allies Einer dieser Verbündeten is Seleucus. ist Seleukus. We know Seleucus' symbology is the king of the north. Und wir wissen, dass die Symbologie oder das Symbol Seleukus der König des Nordens ist. So this third Diadochi War, Also dieser 3. Diadochenkrieg you have 2 king of the north. haben wir 2 König des Nordens. And that's what we discussed yesterday, where they can both hold the title. Und das ist, wo wir gestern drüber gesprochen haben, wo beide diesen Titel halten können. Now you have Antigonus, Jetzt hat man Antigonus, who's the king of the north through these Diadochi Wars, welches der König des Nordens während dieser Diadochenkriege ist. but you also have Seleucus. Aber wir haben auch Seleukus. So it'll describe this relationship between Antigonus, the United States, Also wird jetzt hier die Verbindung beschrieben, zwischen den Vereinigten Staaten and Seleucus, the papacy. und Seleukus, dem Papsttum. In 1989, they're allies. 1989 sind sie Verbündete, Then their relationship breaks apart, dann tut ihre Verbindung auseinandergehen, just like it broke apart between the United States and John Paul II. so wie es auch zwischen den Vereinigten Staaten und Johannes Paul II. Auseinandergebrochen ist. It'll show how Seleucus no longer supports Antigonus. Es zeigt ja auf, wie Seleukus Antigonus nicht länger unterstützt. You come down to Raphia, Und dann kommt man zu Raphia, which in this story is called the Battle of Gaza. welches in dieser Geschichte die Schlacht von Gaza genannt wird. It's also known as the Battle of Raphia. Und es wird auch die Schlacht von The Battle of
Raphia genannt. So in that history, it's not the Raphia of Daniel 11, Also in dieser Geschichte ist es nicht die Schlacht von Daniel 11, but this battle is also called the Battle of Raphia. aber diese Schlacht wird halt auch diese Schlacht von Raphia genannt. And it connects with the Raphia of Daniel 11. Und es verbindet uns dies mit Daniel, dem Raphia aus Daniel 11. This is 2019. Und es ist 2019. So Raphia, Also Raphia the Battle of Gaza in that history, ist diese Schlacht von Gaza in dieser Geschichte. the king of the south defeated the king of the north. Der König des Südens besiegt den König des Nordens. Ptolemy of Egypt defeated Antigonus. Ptolemäus von Ägypten hat who did he defeat? Ptolemy defeated Antigonus. Hat Antigonos besiegt. And Seleucus, Und Seleukos, seeing all of this conflict, er sieht diesen ganzen Konflikt he goes back and tries to take control of Babylon. und er geht zurück und er möchte Babylon wieder erobern. So Seleucus here goes back to Babylon. Also Seleukos geht hier wieder zurück nach Babylon. So we have Raphia, Also wir haben Raphia, Panium. Panium At Raphia, und an Raphia, Ptolemy defeats Antigonus. da tut Ptolemäus Antigonos besiegen. I'll simplify and just say the king of the south defeats the king of the north. Ich sage ja einfach nur, um es einfach zu machen, dass der König des Südens den König des Nordens besiegt. So I don't have to keep remembering the names. Dass man die Namen nicht hier immer sich dran erinnern muss. And then Antigonus Und dann Antigonus came back and defeated Ptolemy. kommt wieder zurück und tut Ptolemäus besiegen. So the king of the north defeated the king of the south. Also der König des Nordens besiegt den König des Südens. And then from Panium, Also und von Panium dann an, the Sunday law, dem Sonntagsgesetz, Antigonus left the king of the south alone. da hat Antigonos den König des Südens einfach alleine gelassen, He'd already defeated him. denn er hat ihn ja bereits schon besiegt. And he went to war with Seleucus. Und er ist in den Krieg mit Seleukos eingezogen. This is the Babylonian War. Und dies ist der babylonische Krieg. This is between the United States Und dieser wird geführt zwischen Amerika and the papacy. oder den Vereinigten Staaten und dem Papsttum. At the end of this period, Und am Ende dieser Zeitperiode it's a victory for Seleucus. ist es ein Sieg für Seleukos. Antigonus still has his empire, Antigonos hat immer noch sein Reich, but Seleucus has been able to carve out his own. aber Seleukos konnte sein eigenes herausschneiden. And it's the beginning of the Seleucid dynasty. Und hier sehen wir jetzt diesen Anfang von der Seleukischen Dynastie. So I'll summarize. Also ich tue hier nochmal zusammenfassen. I'm showing how the Third Diadochi War fits into our story. Ich zeige auf, wie der dritte Diadochenkrieg in unsere Zeit passt. It's one of two witnesses, In unsere Geschichte. Es ist einer von zwei Zeugen, Third Diadochi War and World War I, der dritte Diadochenkrieg und der Erste Weltkrieg, to explain that application in our history. um die Anwendung in unserer Geschichte zu zeigen. We don't take World War I on its own. Wir nehmen hier nicht den Ersten Weltkrieg einfach nur in sich selber. So once we have done that, Und als wir dann das getan haben, the Third Diadochi War adds elements that don't exist in the other wars. dann tut der dritte Diadochenkrieg Elemente dieser Geschichte beifügen, die in den anderen Geschichten nicht vorkommen. And that's the role of the papacy in this history. Und das ist die Rolle des Papsttums in dieser Geschichte. Right back here to the war we spoke of yesterday, Hier über diesen Krieg, über den wir gestern gesprochen haben, where you had Reagan and his secret alliance with John Paul. wo wir Reagan hatten mit seiner geheimen Allianz mit dem Johannes Paul II. Against the king of the south. Gegen den König des Südens. So you know the papacy has played a part. Also wir wissen, dass das Papsttum hier seinen Teil gespielt hat. And the Third Diadochi War explains that role of the papacy in World War III. Und der dritte Diadochenkrieg erklärt diese Rolle des Papsttums im Dritten Weltkrieg. It shows that it's an ally against the king of the south at the time of the end. Es zeigt hier, dass es ein Verbündeter ist in dem Krieg gegen den König des Südens. Because of the behavior of America, that alliance disintegrates. Zu der Zeit des Endes und wegen dem Verhalten von Amerika tut dieses Bündnis brechen. And to achieve political power, Und um jetzt politische Macht zu erhalten, the papacy has to fight for it. muss das Papsttum jetzt dafür kämpfen. The United States doesn't just hand power or authority to the papacy. Die Vereinigten Staaten tun nicht einfach Macht oder Autorität dem Papsttum übergeben. Trump's not giving over any authority. Trump gibt keine Autorität weg.
unless he's forced. Es sei denn, er ist dazu gezwungen. So it's a struggle between these two. Also es ist ein Kampf zwischen diesen beiden. It's not represented as friendship. Es wird hier nicht als die Freundschaft repräsentiert, It's represented as war, sondern es wird hier als Krieg repräsentiert, where the papacy fights for his place in the sun. wo das Papsttum für seinen Platz an der Sonne kämpft. There's a catalyst here with the Battle of Raphia, Hier mit der Schlacht von Raphia haben wir einen Katalysator, because it's here that Seleucus feels he can go back to Babylon. denn hier ist es, wo Seleukus sich denkt, dass er nach Babylon zurückkehren kann. When he sees the king of the north weak, Wo er sieht, dass der König des Nordens schwach ist, he realizes he has his opportunity da realisiert er, dass er nun seine Möglichkeit hat, to carve out his own place. seinen eigenen Platz herauszuschneiden. He begins to fight for Babylon. Und er fängt an, für Babylon zu kämpfen, um Babylon zu kämpfen. But historians do not mark the beginning of the Seleucid dynasty Aber die Historiker tun den Anfang der seleukischen Dynastie he doesn't properly have Babylon. nicht markieren, weil er Babylon noch nicht komplett hat. His dynasty has not begun Seine Dynastie hat noch nicht angefangen, until after the Babylonian War. bis nach dem babylonischen Krieg. And we mark that at the Sunday law. Und wir markieren dies am Sonntagsgesetz. So traditionally, Also traditionell we mark the resurrection of the papacy markieren wir das Aufkommen des Papsttums at the Sunday law. am Sonntagsgesetz. And I would suggest that's correct. Und ich würde vorschlagen, dass dies korrekt ist. The issue is, Das Problem ist nur, it's a little overly simplistic. es ist ein bisschen zu einfach. We have to see the steps that lead us to that, Wir müssen die Schritte, die uns dahin bringen, sehen. because there's a process Denn da gibt es einen Prozess, that leads to that resurrection. die zu diesem Wiederaufstehen führen. This is one logic. Das hier ist eine Logik. This is the third Diadochi War. Das ist der dritte Diadochenkrieg. You can see the beginning in this history of Raphia, Man kann den Anfang davon zur Zeit von Raphia sehen, but it's particularly from Panium to Sunday law. aber im Speziellen ist es von Panium bis zum Sonntagsgesetz. It's at the Sunday law Und am Sonntagsgesetz that it takes full control of Babylon. ist, dass es die volle Kontrolle über Babylon wieder übernimmt. So I believe our sister Also ich glaube, unsere Schwester would be speaking about Raphia spricht hier über Raphia because of the third Diadochi War. wegen dem dritten Diadochenkrieg. So she's asking Sie fragt hier, if the resurrection of the papacy takes place at Raphia. ob die Wiederaufkommen des Papsttums an Raphia stattfindet. I would suggest no. Und ich würde vorschlagen, nein. Takes place at the Sunday law. Es ist am Sonntagsgesetz, But that is a process. aber es ist ein Prozess. So when we can see that in the third Diadochi War. The Seleucid dynasty begins here, Wir können das im dritten Diadochenkrieg sehen. Die seleukische Dynastie fängt hier an. and it's after here that Seleucus goes east, Und es ist erst nachdem hier das Seleukus nach Osten geht. and it's here that he starts to build his empire. Und es ist hier dann, wo er anfängt, sein Reich aufzubauen. So his empire begins, Also sein Reich fängt an and then he rapidly expands in power, und dann tut er schnell seine Macht, nimmt schnell zu. which is by the time if you follow this story chronologically, Wenn du diese Geschichte chronologisch verfolgst, he establishes the Seleucid dynasty. dann tut er die seleukische Dynastie etablieren All he has is Babylon. und alles, was er hat, ist Babylon. Then he quickly becomes powerful. Und dann wird er sehr schnell mächtig. He does this massive conquest eastward, Und er tut diese große Eroberungskampagne in den Osten führen. comes back at Ipsus, Und er kommt zurück bei Ipsus and kills Antigonus. und tut Antigonus töten. So it's here that he truly begins to grow. Und hier fängt es an, dass er wirklich anfängt zu wachsen. Second witness. Und der zweite Zeuge, If we could talk about the counterfeit. wenn wir hier über die Fälschung schauen, This movement, nachdenken, diese Bewegung, if we were to speak about the church, wenn wir über die Kirche sprechen würden, the church die Kirche and then the world. und dann die Welt. God's people are dead. Gottes Volk ist tot. When do we resurrect? Und wann tun wir denn wieder aufstehen? Talk about the valley of dead, dry bones. Wir sprechen hier über das Tal der
trockenen Totengebeine. You know we're dead. Wir wissen, dass wir tot We sind. don't go to work Und wir arbeiten nicht until the Sunday law, bis zum Sonntagsgesetz, just like the counterfeit. so wie die Fälschung. But we know Aber wir wissen, there's a whole history before the Sunday law dass es da eine ganze Geschichte vom Sonntagsgesetz gibt, where God is resurrecting his church. wo Gott seine Kirche neu errichtet. So we can't just say Also können wir nicht einfach nur sagen, that God's people, dass Gottes Volk, that something miraculously happens at the Sunday law. dass da einfach etwas Wunderbares am Sonntagsgesetz passieren wird. It's a process. Es ist ein Prozess. So for the papacy, So also für das Papsttum, it doesn't just pop up at the Sunday law. There's been a process. da wird es nicht einfach nur so am Sonntagsgesetz einfach auf einmal da sein, sondern es ist ein Prozess. And what we're tracing through these wars, through the counterfeit, Und was wir durch diese Fälschung, auch die Kriege hindurch verfolgen, is this process. ist dieser Prozess. So Raphia Also Raphia is 2019 ist 2019, for the true. also für die Wahrheit. It's the cross. Es ist also für die, nicht die Fälschung, sondern für das Originale ist es das Kreuz. If the papacy resurrects here, Und wenn das Papsttum sich hier aufkommt, my sister is asking, can you see it? dann ist meine Schwester fragt hier, kann man es sehen? So for the true, Also für das Wahre do we look all successful and glorious at Raphia? schauen wir komplett erfolgreich und verherrlicht an Raphia No. aus. Nein, We look like a mess. wir schauen aus, als wären wir komplett, ja. And the Und papacy unordentlich. does too. Und das Papsttum sieht auch so aus. So you don't see Also man sieht nicht this glorious resurrection of the papacy at Raphia das herrliche Wiederaufkommen des Papsttums am Raphia. because you don't see it in the true. Denn man sieht es auch nicht im Original. If you don't in the true, you can't in the counterfeit. Und wenn man es im Original nicht sieht, dann kann man es auch in der Fälschung nicht sehen. But we know Aber wir wissen, that this movement dass diese Bewegung was complete success. ein kompletter Erfolg war. We're going to work at Panium. Wir werden am Panium arbeiten gehen We're going to fight with the church from Panium to Sunday law. und wir werden mit der Kirche kämpfen von Panium bis zum Sonntagsgesetz. And at the Sunday law, Und am Sonntagsgesetz we're going to begin to expand, werden wir anfangen, uns auszudehnen do our job function. und tun unseren Job dann. So for time, I'll close, Also wegen der Zeit werde ich hier jetzt zu Ende but I'm kommen. just answering the first part of this question. Ich habe hier den ersten Teil dieser Frage beantwortet. The resurrection of the papacy takes place at Raphia. I'm saying no. Das Papsttum kommt am Raphia wieder auf und ich sage nein. It's not that simple. Es ist nicht so einfach. Resurrection is a process. Dieses Wiederaufkommen ist ein Prozess. Is the event not seen? Das Ereignis wird es nicht gesehen. You're not going to see the papacy look glorious in 2019 2019 sieht man das Papsttum nicht, wie es ganz herrlich ist, because it's a counterfeit of us. denn es ist eine Fälschung von uns. So you're going to see them split, Also wir sehen sie zerteilt, shaken, gesichtet arguing about leadership, und sie argumentieren über die Leitung, arguing about dispensationalism, sie argumentieren über Dispensationalismus and those are all the things that you see, und das sind diese ganzen Dinge, die man sieht, just like this movement. so wie diese Bewegung. But for both, Aber für beide, them and us, für sie und uns, we see what's coming wir sehen, was kommt at Panium and the Sunday law. an Panium und dem Sonntagsgesetz. Wann fängt dieser Prozess denn an? The counterfeit? I would suggest at their time of the end. Ich würde vorschlagen, an ihrem Zeit des Endes. And I mark their time of the end at 2001. Und ihr Zeit des Endes würde ich oder markiere ich am 11. September. If this was the counterfeit, Denn dies ist die Fälschung. their time of the end Ihr Zeit des Endes was 2001. war 2001. The beginning of their restoration. Am Anfang ihrer Wiederherstellung. Where do you want to mark it? Wo willst du das denn markieren? It's their 1989. Es ist ihr 1989. We can do that another time. Ähm, Das können wir vielleicht morgen nochmal behandeln. So I have a question.
Also ich habe eine Frage. It says, referring to Matthew chapter 13, verses 24 to 30, Also es bezieht sich auf Matthäus 13, Verse 24 bis 30, which is the parable of the tares. welches das Gleichnis des Unkrauts ist. At a recent camp meeting in Germany last year, Und an einem Camp-Meeting letztes Jahres in Deutschland vor kurzem I made a comment on that parable. habe ich einen Kommentar über dieses Gleichnis abgegeben. And the rest of it I don't understand. Und der Rest wurde nicht verstanden. This bit. What's this? Scale it. What's the it? The it, I think you said a test or a subject needs to be scaled up and down all the way from the priest to the Nethinims. That's something you said in Germany. So we did a study on the parable of the tares, Matthew 13, Also wir haben ein Studium über Matthäus 13 getan and then I also commented und dann habe ich auch kommentiert, that when we speak about a test dass wenn wir über einen Test sprechen, a test needs to be scalable. dass ein Test skalierbar sein muss. So I picked up the word scalability, Also habe ich dieses Wort, auf verschiedene Ebenen etwas zu setzen genommen. Skalierbarkeit. and I said that scalability Und ich habe gesagt, dass die Skalierbarkeit equals fractals. sind gleich Fraktale. And I went from the individual Und ich bin von dem Individuellen to the few, zu den Paar and then from the many und dann von den vielen to everybody. zu jedem gegangen. From the one to the few to the all. Also von dem einen zu mehreren zu allen. And I said, if there is to be a valid test, Und ich habe gesagt, wenn es da einen Test geben soll, der Gültigkeit haben soll, it has to have the properties of scalability. dann muss es die Eigenschaft der Skalierbarkeit haben. So in our classes, we've been speaking about the test. In unserem Unterricht haben wir über diesen Test gesprochen. So whatever the test is, Und was auch immer dieser Test ist, it needs to have certain properties. dann muss es gewisse Eigenschaften haben. The primary one Und die primäre ist, is it needs to have the attribute of scalability, dass es die Eigenschaft der Skalierbarkeit hat. which it means it needs to be able to be explained and understood with respect to the individual, to a small group, and to everybody. Welches bedeutet, dass diese Sache auf den Einzelnen, auf ein Paar und auf alle, also die ganze Gruppe angewendet werden muss. So does anybody have a question on that Hat- concept Hat irgendjemand eine Frage über dieses Konzept? of why it's necessary? Warum es notwendig ist? It really should be intuitive. Intuitive, We should, self-evident. yeah. Ja. Es muss bereits eigentlich schon selbst bewiesen sein oder es sollte selbst erweisen sein, So if we were to call the few dass wenn wir die Paar, the church die Gemeinde nennen würden and the all und die alle the world, die Welt nennen würden, I'll change it from the world to earth. ich werde es von der Welt ändere ich, Because this isn't the world in respect to the church than the world. also das hier ist nicht die Gemeinde zur Welt. So this is the planet Earth. Ich mache hier einfach nur die Erde, also von Welt zur Erde. Does that make sense? Macht das Sinn? You have to have one test Man muss einen Test haben, that can be applied to everyone on this planet, der auf jeden in dieser Erde angewandt werden kann. just the church, Nur die Kirche, Gemeinde, and then every individual in Und the church. jeden Individuellen in der Gemeinde. Are we okay with that? Ist das so okay? Yes? Ja? And we know what the great test is. Und wir wissen, was dieser große Test ist, ja? What's the test? Was ist dieser große Test?
Sorry? The reference? Das Bild des Tieres. No. Spirit prophecy quote. Das, hast du die Quelle davon? Second selected messages. Also das zweite Selected Messages, beide bandfrühe Schriften. That's good. Brother Carl? No. So- No. Was? Page 80. Good. 80, Paragraph? Good. 80.4. also Seite 80, Paragraph 4. The Lord has shown me Der Herr hat mir gezeigt, that the great test that's going to come upon whom? dass dieser große Test, der auf wen kommt? Which group? Welche Gruppe? Doesn't check the quote. It doesn't say that. Lies nochmal das Zitat. So don't read out what it says in the quote. Tell me, is it the one, the few, or the all? Sag mir einfach, was es ist. Der eine, die mehreren oder alle? Just the May. On the few. Also die Paar. Someone read the quote. Kann jemand das Zitat lesen? You can read it I don't have it in German. Okay. in English. You said Just a small portion. The relevant bit. second selected messages, page 80, paragraph 4. Several times. That's Anna Phillips. Here. The Lord has shown me clearly that the image of the beast will be formed, for it's a great test for the people of God. So this is the great test for God's people, Also dieser große Test für Gottes Volk. and God's people is the few. Und Gottes Volk sind diese Paar. If we're okay with that. Ist das so okay? So if this is the great test for the few, Und wenn das jetzt hier dieser große Test für die Paar sind, has to be the test for the individual and everyone on this planet. dann muss das auch dieser Test für die individuelle Person sein und für den Planeten. And the problem with the standard Adventist model Und das Problem mit dem standard-adventistischen Modell is what? ist was? What's the problem with the standard Adventist model, Sister Catherine? Schwester Catherine, was ist dieses Problem in diesem standard-adventistischen Muster? Sorry? Okay, so they think it's the Sunday So, law. sie denken, dass es das Sonntagsgesetz ist. And then what's the problem with that? Und was ist das Problem damit? We get the test Wir haben diesen Test and we apply it here. und wir wenden es hier an. And what will happen? Und was passiert denn dann? So that's what we've got, this test. Also wir haben diesen Test. This is the test. Das hier ist der Test. And we're going to apply it to Und wir- whom? Wenden es auf wen an? Okay? So what will happen if you try to do that? Und was passiert, wenn man das tun möchte? Why won't it work? Warum funktioniert das nicht? She said it won't work. Why won't it work? Warum wird es nicht für jeden funktionieren? Remember, Erinnere dich daran, the test has to meet this criteria. dieser Test muss diese Kriterien hier haben. So the quote Und dieses Zitat, we'll assume is an example wir nehmen das jetzt an, ist ein Beispiel for this für group. das hier. So Also, why is it problematic to make it a Sunday law? warum ist es problematisch, es hier jetzt als ein Sonntagsgesetz darzustellen? We're going to take the test Also wir nehmen jetzt diesen Test and we're going to apply it to this group here. und wir werden es auf diese Gruppe hier anwenden. And what will happen? Und was passiert? Sorry? They'll receive the mark. Sie tun das Malzeichen annehmen? Anyone else? Brother Wolfgang. The test is only for God's people and not for the whole earth. Okay, so you don't think this is even true then? Also du denkst noch nicht mal, dass das hier wahr ist? That it's not that we don't have to have a test that fits everybody. Dass du noch nicht mal einen Test haben musst, der für jeden ist? I'm only speaking about second selected messages. So we'll leave the quote. Also lass das Zitat jetzt mal zur Seite. So in Germany, In Deutschland, you didn't complain then. da hast du dich nicht beschwert.
so which I assume you agreed then, Ich denke, du hast damit übereingestimmt. that I said if there is any test, Ist es, dass es, wenn da irgendein Test gibt, first of all it's one, dann erstens ist es ein Test or there's going to be 10 tests, oder da gibt es diese 10 Tests or 3. oder 3. But if there's only one test, Aber wenn es dann nur einen Test gibt, it has to have a certain property, dann muss es eine gewisse Eigenschaft haben. which means it has to work for everybody on earth. Welches bedeutet, es muss für jeden auf der Welt funktionieren. And so if that's the criteria Und wenn das dieses Kriterium ist for the test, für den Test, then Ellen White's going to tell us what the test is. dann wird Ellen White uns sagen, was dieser Test ist. She's going to tell us that it's the image of the beast. Und sie wird uns sagen, dass es das Bild des Tieres ist. We saw that in 80.4. Wir haben das auf Seite 80, Paragraph 4 gesehen. Then I said Dann habe ich gesagt, that the image of the beast, dass das Bild des Tieres, we connect to the mark of the beast. das verbinden wir mit dem Malzeichen des Tieres. That's what Sister Catherine just did. Das ist, was Schwester Catherine gerade gemacht hat. And we say the mark of the beast. Und dann sagen wir das Malzeichen des Tieres. So we go from the image of the beast Also wir gehen vom Bild des Tieres to the mark of the beast zum Malzeichen des Tieres to Sunday law. bis zum Sonntagsgesetz. And I said if you did that, Und ich habe gesagt, wenn man das then tut you end up with this. und dann das hier hat, What's the problem if you get this, if you say this is the test was ist das Problem damit, wenn du sagst, das hier ist der Test and you start trying to apply it? und man anfängt es anzuwenden? Could you apply this test to this one person? Könntest du diesen Test auf diese eine Person anwenden? Would it work? Würde es funktionieren? Yes. Yes. But Ja. it depends who the person is, though. Es kommt aber darauf an, wer diese Person ist. We'll have to choose carefully. Und wir müssen vorsichtig hier auswählen. So this one, Und dieser hier, would it work for that group? würde es auch für diese Gruppe funktionieren? For sure. Ja, sicher. But would it work for this group? Aber würde es für diese Gruppe funktionieren? That's the question. Das ist die Frage. Sister May. A Sunday law as test is not scalable. Why? Das Problem ist, dass der Sonntagstest nicht skalierbar ist. Und dann ist die Frage, warum? Why is it not scalable? Because Sabbath Sunday issue is not it's not an issue in a lot of country. So it's not an issue in lots of countries. Also ist kein Thema, Problem in vielen Ländern. And what problems will that cause? Und welche Probleme wird dies verursachen? What issues will arise because it's not a problem or a issue in those countries? Welche Probleme wird es verursachen, weil es nicht in diesen Ländern ein Problem ist? The problem of equality. I don't understand that. What do you mean? Einschränkung von der Gewissensfreiheit. Okay, it's restriction of the freedom of conscience. Restriction of freedom of conscience. Do you have your hand up? I don't remember the question. Okay. So the question is, oh, just now, I introduced the concept of scalability. Also ich habe dieses Konzept der Skalierbarkeit eingeführt I'm suggesting, und assuming, ich schlage vor, ich nehme an, that everyone in the world has to have a test. dass jeder in der Welt einen Test haben muss. To be fair, it has to be the same test. Um fair zu sein, muss es der gleiche Test sein. One group cannot have a test and another group have a different test. Eine Gruppe kann nicht einen Test haben und die andere Gruppe kann dann einen anderen Test haben. So if everyone has the same Und test, wenn jeder jetzt diesen gleichen Test hat, then it has to be scalable up and down. dann muss er skalierbar sein, hoch und runter. And I think I've gone from the smallest to the Und largest. ich bin hier vom kleinsten zum größten gegangen. And scalability is a definition of fractals because it's Und repeating patterns. Die Skalierbarkeit ist eigentlich Fraktale, weil es eigentlich nur ein Wiederholen eine Wiederholung von Mustern ist. So this is the test Also das hier ist der Test, for one person. eine Person. It's the same test for a few. Das ist der gleiche Test für ein Paar And it's the same test und das ist der gleiche Test for all. für alle. So this is just a repeating pattern. Also das ist einfach nur ein wiederholendes Muster. So I've called it fractals. Also ich habe es Fraktale genannt. The problem with Das Adventists Problem mit dem Adventisten, is mit den they go Adventisten ist, from
the image of the beast to the Sunday law. Sie gehen vom Bild des Tieres zum Sonntagsgesetz. And if we said that the great test Und wenn wir sagen würden, dass is dieser the Sunday große law, Test das Sonntagsgesetz ist, does it meet this criteria? tut es dieses Kriterium wie nennt man es? To meet the criteria. Erfüllen, danke. Can you do this? Kann man das tun? A Sunday law for everybody? Ein Sonntagsgesetz für jeden. That's my question. Das ist meine Frage. So she said that Sunday law is not scalable. Sie hat gesagt, das Sonntagsgesetz ist nicht skalierbar. I wanted to add that Und ich wollte da hinzufügen, the issue is because it's not an. She said it's not an issue for a lot of countries. sie hat gesagt, es ist nicht let ein me do it Problem. in English first. Yeah. So she said it's not an issue in many countries Sie sagt also, es ist nicht ein Problem in vielen Ländern, Because they don't care about Christianity. because they don't care about Christianity. also weil sie sich nicht um die Christenheit kümmern. And that would mean, before it becomes a test for the world, for everybody, that all countries or everybody needed to be converted to Christianity. So if this was a true test, Also wenn das ein wahrer Test wäre, everyone would first have to become Christian dann müsste jeder erst Christ werden, in order that they could be tested on a Christian issue. um sie dann auf ein christliches Thema hin zu testen. Yep. Let's go. I was just thinking that because the Sunday law wouldn't be an issue for the whole world, then it wouldn't be fair of God to give a test without a warning. So if this is not a test for the whole world, Also wenn das jetzt kein Test für die ganze Welt wäre, it wouldn't be fair for God to Give a test without a give a warning. test without a warning. dann wäre es nicht fair für Gott, einen Test zu geben ohne eine Warnung. What's the warning got to do with the issue of the Sunday law being a test or not? Und was hat dieses Warnung geben mit dieser Thematik zu tun, ob das Sonntagsgesetz ein Test ist oder nicht? Well, how can you be tested on something you don't know about? So how can you be tested on something that you don't know about? Also wie kannst du über etwas getestet werden, was du nicht weißt? So everybody starts talking about Saturday and Sunday. Also jeder spricht über den Sabbat und Sonntag So now they know. und jetzt wissen sie es. How does that help? Wie hilft das dann? How does the knowledge of this Christian fight help people? Wie hilft das Wissen den Leuten über diesen Kampf? Because if they're not God's people, Weil sie nicht Gottes Volk sind? it's not for them. Ist es nicht für sie? So that makes it an unfair test. Das macht es dann zu einem unfairen Test. So I would suggest the issue of the warning, Also ich würde vorschlagen, dass dieses Thema der Warnung, whilst important, auch wenn es wichtig ist, isn't the issue that's at hand here with respect to scalability. ist nicht das Thema hier in Bezug auf die Skalierbarkeit. Because if we said it would work for the church, Wenn wir sagen würden, es funktioniert für die Gemeinde, then we'd say they need to have some warning. dann würden wir sagen, aber sie brauchen eine Warnung. So I think the issue of a warning could be taken out of this problem, Also ich glaube, dieses Thema der Warnung kann hier herausgenommen werden aus diesem Problem, and to target the issue. um das Problem jetzt zu tangieren. The problem is this is essentially a Christian issue, a Christian phenomena. Das Problem ist, das ist hier ein christliches Phänomen And many people in this group und viele Leute in dieser Gruppe are not Christians. sind nicht Christen. So it's not applicable to them. Also kann man es nicht auf sie anwenden. So they cannot be tested on this issue. Also können sie über dieses Thema nicht getestet werden. Sister Sue Ellen. Schwester Suellen? Oh, well, I just thought that each of the lines for the Levites, which is God's people, has a different Sunday law, and they actually go from Panim to the Sunday law. And by the national Sunday law, their door is closed, and then that's when the world they go to the world to tell the world about. So what you've just done Also was du gerade eben getan hast, is explain how you go from the few to the all. ist, wie du erklärt hast, wie man von diesem Paar zu allen übergeht. But the question that I'm asking is, Aber die Frage, die ich frage, ist, what is the test? was ist denn der Test? Well, the test, didn't we agree that the test is the image of the beast
And the mark of the beast. So we agreed it's the image of the beast, the mark of the beast. Also wir haben darüber eingestimmt, dass dieser Test das Bild des Tieres bzw. Malzeichen des Tieres ist. But Adventists go to the Sunday law then, Aber die Adventisten gehen da ja bis zum Sonntagsgesetz. Go to the Sunday law. because Ellen White told you the mark of the beast is Sunday sacredness. Denn Ellen White wird uns sagen, dass das Malzeichen des Tieres die Sonntagsheiligung ist. And that's where you get into problems. Und da ist dann, wo dieses Problem Well, aufkommt. I thought we learned that it doesn't look the same as it did in her dispensation. That it's going to look different. It's that it's What we're doing is we're just reviewing the class I've done in the past Was wir hier tun, ist einfach nur, dass wir die vergangenen Unterrichtsstunden nochmal wiederholen, to remind us why it cannot be a Sunday law. um uns nochmal daran zu erinnern, warum es kein Sonntagsgesetz sein kann. Sorry? I may have not seen that class. Okay, you have because we've done it for quite a few times. Oh, okay. You have because you already know the answer. Oh, okay. I guess I don't know how to get, the process of finding the answer or something. No, I you just did jump well. right to the answer. You did well. I Brother think we Wilfred. also have to factor in that the Sunday law cannot be a test for Christians because most of the Christians want to welcome the Sunday law. For example, this country here, 99% are Catholic. So you don't think it can be a test for Christians Also du glaubst, es kann kein Test für die Christen sein, because weil Because they would welcome the Sunday law and say, oh, nice, we have Sunday sacredness now. they would welcome this law because they now say it's Sunday sacredness. weil sie dieses Sonntagsgesetz willkommen heißen würden, weil es dann Sonntagsheiligung gibt. But that's exactly why it would be a good test for them. Aber das ist ja, warum es dann ein guter Test für sie wäre. Sister Janice, why would it be a good test for all these Christians in Portugal? Warum wäre es denn ein guter Test für all diese Christen in Portugal? Yeah, it would simply mean that they failed it. But why would it be a good test for them? Warum wäre es ein guter Test für sie? What is their test? Was ist denn ihr Test? Saturday, Sunday, of course. Also es geht um Sabbat, Sonntag natürlich, But what's behind that? aber was steht denn dahinter? Where did Saturday come from? Wo kommt denn der Sabbat her? From the Bible. Von der Bibel. And where did Sunday come from? Wo kommt der Sonntag her? From the church. Von der Kirche. So that would mean all the Christians here Das bedeutet, dass alle Christen hier, all say they believe in the Bible, sie würden alle sagen, sie glauben in die Bibel, but they actually practice aber sie tun following the church. eigentlich nur der Kirche folgen. So their test would be, who will they follow? Also ihre Test wäre, wen folgen sie? The church or the Bible? Der Kirche oder der Bibel? That's fine, we'll call it the church. Ist okay, wir nennen es einfach die Kirche. So we either follow the church or the Bible. Also wir tun entweder der Kirche oder der Bibel folgen. That's why I think it would be a good test for them. Und ich glaube, deswegen wäre es ein guter Test für But they sie. don't know the Bible. They know only what the priest are saying. No, they read Exodus 20. Sie können im 2. Buch Mose Kapitel 20 lesen They can memorize it. We can show it to them. They believe it. und sie können es auswendig lernen, wir können es ihnen zeigen, sie glauben das. But someone, Aber jemand, the church, die Kirche, tells them that the way they read is incorrect. sagt ihnen, die Art und Weise, wie sie lesen, ist inkorrekt. But the reason why it's a good test for them Aber der Grund, warum es ein guter Test für sie is ist, because they have the same reference point that we have, which is the Word of God. ist, weil sie einen gleichen Referenzpunkt haben oder Quelle haben, wie wir, nämlich das Buch, Gottes Buch. People of another religion or no religion, Und Leute von einer anderen Religion oder von keiner Religion, they don't have the same reference point. sie haben nicht diesen gleichen Referenzpunkt. That's why the Sunday law is not a good test for them, Und das ist, warum das Sonntagsgesetz kein guter Test für sie ist. because they don't care. Denn sie kümmern sich noch nicht mal drum. And not only do the people not care, the governments don't care either. Und es ist nicht so, dass einfach nicht nur das Volk sich nicht drum kümmert, sondern alle sich nicht drum kümmert. So,
We spoke about scalability, Also wir haben über die Skalierbarkeit gesprochen and the test itself needs to have that property. und der Test selber muss diese Eigenschaft haben. Then we spoke about something else. Dann sprachen wir über etwas anderes, Then we spoke about Matthew 13. nämlich Matthäus 13. And in Matthew 13, Und in Matthäus 13, verse 24 to 30, Vers 24 bis 30, we spoke about the parable of the tares. sprachen wir über das Gleichnis des Unkrauts. And in this story, Und in dieser Geschichte Christ speaks about the world. spricht Christus über die Welt. We won't call it the world, Wir werden es jetzt nicht die Welt nennen, we'll call it the earth. wir werden es jetzt die Erde nennen. He says the field Und er sagt, das Feld is the world, or he means the earth. ist die Welt oder ja, die Erde. Ellen White Ellen White says sagt, it's not the earth, es ist nicht die Erde, it's the church. es ist die Gemeinde. So she says it's something completely different to what Christ says. Also sie sagt etwas komplett anderes, als wie Christus es sagt. And then what we have done, Und was wir dann getan or haben, some of us have tried to do, oder was einige von uns getan haben, is said it's not the earth versucht haben, ist es nicht zu sagen, dass es and die it's Erde not ist the church, und es ist nicht die Gemeinde, it's what? es ist was? Das Movement. So- Das Movement. People have tried to say it's neither of those two, it's the movement. Leute haben versucht zu sagen, dass es nicht beide nicht diese Dinge sind, sondern es ist die Bewegung. And I've said Und ich habe gesagt, I can find no evidence ich kann keinen Beweis dafür finden, that you can take this parable and bring it down to this level. dass man dieses Gleichnis sieht und es hier auf diese Ebene anwendet. So what the questioner is asking is, Also derjenige, der die Frage stellt, fragt well, hier, you can take this parable dass man dieses Gleichnis nehmen kann at the level of the earth, auf der Ebene der Erde. and the earth would be what Und die Erde wäre was? in this imagery? In diesem Bild hier oben. The earth is what? Die Erde ist was? The all. Die alle. And then Ellen White says Und dann sagt Ellen White, you can take it to the church, man kann es auch auf die Gemeinde anwenden. and the church would be Und die Gemeinde wäre was? this few. Diese Paar. So we want to then say take it to a smaller level. Und dann wollen wir sogar auf eine kleinere Ebene nehmen. So if I wanted to do that, Und wenn ich das tun würde wollen, I would have had to introduce another group here. dann müsste ich noch eine weitere Gruppe hier einbauen. So I'll do that. Dann mache ich das jetzt mal hier. The tiny, Die really Kleinen. small. So this would be the tiny group here. Also das wäre jetzt hier diese kleine Gruppe. It's not one person. Also es ist nicht eine Person. Arian had a question. Who did? Arian. I haven't finished this one yet. Wir haben noch nicht mal diese Frage beantwortet. Yeah, okay, afterwards. Okay. But it relates to this. Okay, so let me finish my point. Okay. Lass mich noch meinen Punkt zu Ende bringen. So Christ does this one. Christus macht diesen hier. Ellen White does this one. Ellen White macht das hier. And we try to do this one. Und wir versuchen das hier zu tun. And because these people are doing fractals, Und weil diese Personen hier Fraktale the anwenden, question is, can we do this fractal as well? dann ist die Frage, können wir dieses Fraktal auch anwenden? And I'm saying we can't. Und ich sage, das können wir nicht. This issue Dieses Thema hier, about what's going on in this story, was in dieser Geschichte passiert, I'm saying is different to the subject of what the test is. sage ich, ist unterschiedlich zu dem Thema, was dieser Test ist. And I don't think you can take this concept Und ich glaube nicht, dass man of the test dieses Konzept des Testes and bring it to this model where you have the growth of 3 different entities. und auf dieses Modell anwenden, wo man das Wachstum von 3 Einheiten hat. So the question? Could somebody ask Parminder how to deal with the mark of the beast on the hand instead of the head in regard to people in the world that are not Christian? It's on your phone in the group chat. Oh, okay. I'll do that another time. Ich mache das wann anders. So
coming back to this issue, Lasst uns nochmal zurück auf dieses Thema hier kommen. to try and get this all to work, Um zu versuchen, dass das hier alles funktioniert, you have to go to each one of these stories dann muss man zu jeder dieser einzelnen Geschichten gehen and see how you get repeating patterns. und man muss schauen, wie man wiederholende Mustern bekommt. And there's no evidence that you can take the story for the earth Und da gibt es keine Beweise dafür, dass man die Geschichte der Erde nehmen and kann then the story for the und die church Geschichte der Gemeinde and then the story for the movement. und dann die Geschichte der Bewegung. And the reason you can't do that Und der Grund, warum man das nicht tun kann, is because the movement ist, weil diese Bewegung is part of this church. ist Teil dieser Gemeinde, It's not an individual element of this church. ist kein individuelles Element dieser Gemeinde. So when you go to Daniel chapter 2, Wenn man zu Daniel Kapitel 2 geht, you see da sieht man the church die Gemeinde, represented as a mountain. die als Berg repräsentiert wird. To put it simply, Und um es einfach zu sagen, this would be the story of the statue. dann wäre dies einfach die Geschichte der Statue. And when you do that, Und wenn man das dann tut, the cutting out of the stone dieses Herausschneiden des Steines from this mountain von diesem Berg, is what's happening to our movement. ist, was zu dieser Bewegung passiert. What we're not able to do Was wir nicht tun können, is to develop a model here ist, dass wir ein Modell entwickeln können for the movement für die Bewegung, to make it fit Matthew 13. dass es dann auf Matthäus 13 passt. Now, what we are able to do Aber was wir tun können, is to take another parable, ist, dass wir ein weiteres Gleichnis nehmen können. and we can do that Und das können wir dann dort tun, at the level of the movement. auf der Ebene der Bewegung. And it's not Matthew 13, Und es ist nicht Matthäus 13, it's Matthew 25. es ist Matthäus So 25. you can take Matthew 25 and scale that. Und man kann Matthäus 25 nehmen und skalieren. Now, when it came to this issue, Und wenn man das zu diesem Thema hier kommt and you take the subject of the Sunday law, und man das Thema des Sonntagsgesetzes nimmt, what you do find was man dann sieht, is that this is scalable at all three levels, ist, dass dies auf allen drei Ebenen skalierbar ist. with the earth, the church, and you can take it right down to the movement. Mit der Erde, der Gemeinde und dann auch hier bei der Bewegung. But the story of Matthew 13 Also die Geschichte von Matthäus 13 is not the story of the test. ist nicht die Geschichte des Tests. It's a different story. Es ist eine unterschiedliche Geschichte. Because it's a different story, it doesn't work out that you can scale it all the way down to the level of the movement. Und weil es eine unterschiedliche Geschichte ist, kann man es nicht bis zur Ebene der Bewegung skalieren. So I think that answers your question. Sort of. I have a follow-up question. Sorry? I have a follow-up question. You have a follow-up question. When you say that we can take Matthew 25 down to the movement, we have foolish virgins there, and Ellen White says that the foolish virgins are the tares. Doesn't she say that? Because Ellen White says the foolish virgins are tares, Weil wenn Ellen White sagt, dass die törichten Jungfrauen das Unkraut sind, she also says that books are tares. dann sagt sie auch, dass Bücher Unkraut sind. And so when she takes these stories and applies them moralistically, Und wenn sie diese Geschichten nimmt und moralisch anwendet, I don't think we're safe to take them prophetically. ich glaube, dann ist es nicht ganz sicher, wenn wir diese prophetisch nehmen. Because none of us would say that the tares in this story are books. Denn niemand würde von uns sagen, dass in dieser Geschichte das Unkraut Bücher sind. Or music or a Oder- movie. Oder Musik oder Filme. These tares Dieses Unkraut are people in this story. sind Leute in dieser Geschichte. So Ellen White uses tares in many different ways. Ellen White benutzt das Unkraut in viele Arten und Weisen. And just because she uses tares being equivalent to virgins, Und nur weil hier das Unkraut sich auf die Jungfrauen bezieht, I don't think we can apply it in that same way. dann glaube ich nicht, dass wir es in der gleichen Art und Weise anwenden können. Because if you go to the story of Matthew 25, Und wenn wir zu der Geschichte von Matthäus 25 gehen, if this is harvest wenn das die Ernte ist,
and then this was the shut door, und das hier wäre die geschlossene Tür, where would you mark the separation? wo würden wir die Trennung markieren? In the harvest? In Matthew 25? No. Problem is you When they don't have go- a harvest in Matthew 25. That's part of the problem. When they go and buy the oil. When they try to go and buy oil. When they try to buy oil, and when is that? It's when the bridegroom cometh And when is the bridegroom coming? at the cry. At the midnight cry. The midnight cry comes, they separate. One goes with the bridegroom, the others buy oil. So it's here at the midnight cry, Also es ist hier am Mitternachtsruf, which is before the shut door. welches vor der geschlossenen Tür ist. But in Matthew 13, Aber in Matthäus 13, if you take the same story wenn man diese or the same gleiche, structure, die gleiche Struktur nimmt, what's happening at the midnight cry? was passiert am Mitternachtsruf? Who's crying? Wer ruft denn? The virgins. Matthew 13. There's no virgins. The Diener, the servants. So the servants are crying here, Also die Diener schreien hier and they're rufen, saying what? und sie sagen was? There are tares among the crop. They're saying there's tares, Da gibt es Unkraut. and they're saying The harvest is coming. We want to pluck them out. let's separate. Lasst sie uns trennen. So they want to separate here, Also sie wollen sich hier trennen, but they're told they're not allowed to, aber ihnen wird gesagt, dass sie das nicht dürfen. and they need to separate where? Und wann müssen sie sich trennen? In der Harvest. In the harvest. In der Ernte. So in Matthew 13, Also in Matthäus 13, the separation occurs here. da findet die Trennung hier statt. In Matthew 25, Und in Matthäus 25 it occurs at a dispensation before. ist es in einer Dispensation zuvor. So when we start talking about the test, Wenn wir jetzt über diesen Test sprechen, one story would be talking about the test, dann würde eine Geschichte über diesen Test sprechen and another story would be talking about some other issue. und die andere Geschichte spricht über etwas anderes. They're not teaching the same subject, Sie tun nicht das gleiche Thema lernen, because you can see that the separation is happening at different time periods. Also weil wir sehen, dass die Trennung sich an verschiedenen Zeitperioden stattfindet. Without going into the details of how all the lines work, it becomes difficult to see. But this is a simple overview to show. I think all of us can see in both stories the separation is happening in different places. Also das ist jetzt nur ein einfacher Überblick, ohne jetzt in die Details jeder Linie und Geschichte zu gehen. Wir sehen hier ganz einfach, dass die Trennung an zwei unterschiedlichen Orten hier stattfindet. So I think we're over time, Ich glaube, wir sind schon über die Zeit hinaus. and we'll try to deal with the mark of the beast in the hand or in the head in another Q&A. Und ich glaube, über die Frage über das Malzeichen des Tieres an der Stirn oder an der Hand werden wir in einer anderen Frage- und Antwortstunde adressieren. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und deine Gnade. We ask and pray that you would be with us, bless us and guide us. Wir bitten dich, dass du mit uns bist, dass du uns leitest und führst. As we've entered into your holy Sabbath, we ask for a blessing Und während hier der Sabbat angefangen hat, bitten wir für deinen Segen. and pray that you would be with us. Und wir bitten dich, dass du mit uns bist. In Jesus' name, In Jesu Namen. Amen. Amen.